Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Hier auf meinem Daumen ganz stolz mein Intro-Tierchen. Das Interessante, also wir haben hier letztens diskutiert, gibt es in Deutschland Gottesanbeterinnen oder nicht. Also bei uns im Garten gibt es welche. Meine Frau kam gerade mit dieser hier an und letztens haben wir auch, oder wir haben schon öfters welche gefunden. Ich glaube, ich weiß nicht, diese ist vermutlich frisch gehäutet, denke ich mir. Also die letzte, wo wir gefunden haben, die war sogar richtig grün, grasgrün, vielleicht ein kleines Stück größer. Haben wir diskutiert, unter anderem mit meinem spinnen- und wirbellosen Freund, dem Jörg. Er hat gemeint, nee, in Deutschland gibt es keine, da habt ihr was weiß ich was gefunden, Grashüpfer oder so. Also bei uns im Garten gibt es Gottesanbeterinnen. Ich nehme an, vielleicht durch die Klimaerwärmung oder so. Beziehungsweise schreibt mal eure Kommentare. Habt ihr schon welche in Deutschland gesehen oder was denkt ihr darüber? Oder haben wir vielleicht irgendeinen guten, insektenkundigen Reptil-TV-User, der was dazu sagen kann? Aber hier mein Beitrag zur heimischen Faunenverfälschung durch Klimaerwärmung, die Gottesanbeterin. Das Thema heute dreht sich jedoch um die Hygiene. Ich werde oft gefragt, ja, wann muss ich denn das Streu wechseln oder wann muss ich das Moos auswechseln? Und meine klassische Antwort ist immer, ja, wenn es dreckig ist, ne? Aber natürlich, gerade wenn jemand anfängt, der kann sich das vielleicht ein bisschen schwierig vorstellen. Deswegen möchte ich euch das heute mal zeigen. Generell muss man sagen, das Streu geht lange, bis es dreckig wird. Ne? Wenn man den Kot immer rausmacht oder wenn Urin, also meistens der Kot ist ja drumherum vielleicht auch ein bisschen Urin, wenn man das großzügig rausmacht an der Stelle, dann hält so ein Terrarieneinstreu bestimmt ein Vierteljahr lang oder sowas, ne? Bevor man es auswechselt. Beim Moos, da geht es gleich ein wenig schneller. Also in fast jedem Terrarium sollte meiner Meinung nach Moos sein. Das sorgt für eine gute Luftfeuchtigkeit. Vor allem in den, also das ist hier so eine Versteckbox, da ist nochmal ein Deckel drauf. So eine Hidebox oder Versteckbox oder Schlupfbox sagt man auch zum Teil dazu. Die haben wir bei fast allen Tieren drin mit dem Moos. Das Moos wird ein bisschen schneller alt. Ich würde mal sagen, so alle 4 Wochen muss man das Moos vielleicht auswechseln. Ja, um euch jetzt mal den Unterschied zu zeigen, also vorneweg ein Lob an meine Mitarbeiter. Ich habe jetzt hier also ich glaube eine halbe, dreiviertel Stunde lang gesucht, um hier irgendwelche schlechten Beispiele zu finden, wann es höchste Zeit ist zum Wechseln. Ich habe, also das ganz Perfekte habe ich nicht einmal gefunden, das müsste ich jetzt präparieren und wir hätten die Folge in 2, 3 Wochen drehen müssen, aber ich denke, das, was ich euch zeige, das tut's. Hier der Unterschied, altes Moos, das ist dann zum einen so zerdrückt, wird so ein bisschen schmierig, womöglich sind sogar Fliegen drin und es kriegt so diese dunkle Farbe, ne? Dunkle Farbe, schmierig, zusammengedrückt natürlich, wobei das Zusammendrücken nicht unbedingt was heißen muss. Aber hier sieht man vielleicht, was ich unter Moos verstehe, wo jetzt an der Zeit ist zum Wechseln. Ne? Wenn man es noch länger drin lässt, wie gesagt, dann fängt es an, dann kommen womöglich Fliegen rein oder so, dann muss das raus. Das hier ist ganz frisches Moos, also hier der gute Kontrast, also selbst das hier oben ist gleich ein wenig abgetrocknet. Wenn ich jetzt unten feuchteres nehme, das ist vielleicht minimal dunkler von der Farbe her, aber so sieht das Frische aus, so sieht das Alte aus. Ich denke, man sieht den Unterschied ganz gut. Ähnlich verhält sich's mit dem Einstreu. Hier habe ich eine Box gefunden, da liegt Kot drin, die Wasserschale ist voll mit Streu, also ich habe jetzt Schlange, Versteck und so weiter natürlich raus. Wenn er genau guckt, da krabbelt auch eine Fliege rum, ich weiß nicht, ob man sie sieht, wahrscheinlich nicht, so, wo immer ich sie drehe. Oder manchmal sieht man dann sogar, wenn er ganz genau hinguckt, hier so kleine Fliegen, Larven, Eier. Da wird es höchste Zeit und entsprechend schlecht sieht auch das Einstreu aus. Wobei, eben, hier haben wir, das Beispiel fand ich ganz gut. Also an der Stelle sieht das Streu recht gut aus. Ne? Das Streu ist noch relativ frisch, das ist auch erst ein paar Wochen drin. Aber hier durch den Kot und durch das Wasser ist es verdreckt. Und dann wird das Einstreu auch deutlich dunkler. Also nicht nur, weil das hier jetzt ein bisschen feucht ist es dunkler. Insgesamt wird so Einstreu, umso länger es drin ist, also es ist ganz gut, wenn ihr ein frisches Streu habt und ein altes Streu und das miteinander vergleicht,
umso länger es im Terrarium ist, also nach 3, 4, 5 Monaten wird es von der Farbe her immer dunkler, ja? Was eigentlich bis dahin auch noch nichts ausmacht. Aber wenn dann eben so wie hier aussieht oder wenn der Kot einfach so im Streu überall verteilt ist, also selbst wenn ich jetzt die ganzen Sachen rausnehme, dann bleibt eigentlich fast nichts mehr übrig, dann wird es Zeit, das Streu zu wechseln. Ja? Also nochmal klar gesagt, hier frisches Streu, aber hier rundherum alles altes, schlechtes Streu und in dem Fall Zeit zum das Streu auswechseln. Ja? Die Hygiene im Terrarium ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, müsst ihr unbedingt einhalten und macht es ordentlich und dann habt ihr Freude an euren Terrarientieren und natürlich auch keine Gerüche in der Wohnung oder sowas, sondern habt immer ein sauberes, schönes, gut riechendes Terrarium, können sich auch keine Fliegen oder sowas drin bilden und dann habt ihr die perfekte Hygiene.